Kennst du den Moment, wenn dein Sauerteig frisch gefüttert und aktiv ist, sodass du am liebsten sofort losbacken möchtest? Na, dann legen wir doch gleich mal los. Ich habe hier 500 Gramm Mehl und nehme jetzt 50 Gramm von dem frisch aufgefrischten Sauerteig hinzu. Natürlich könnt ihr auch Lievito Madre dafür nehmen. Dazu erzähle ich euch aber später noch mal mehr. Das ist ja der milde italienische Sauerteig. Ich habe jetzt hier einen Vollkorn-Dinkel-Sauerteig und ich verlinke euch die Playlist zu meinem Sauerteig ganz zum Schluss noch mal, falls ihr wissen wollt, wie ihr den ganz einfach ansetzen könnt, mit und ohne selbst hergestellter Hefe, so dass es wirklich gelingsicher ist. So, 50 Gramm reicht. Ich habe den am Abend vorher gefüttert und dann im Gärautomat über Nacht stehen lassen. Dann füge ich noch ein bisschen Salz hinzu und bei mir als zweites Backtriebmittel Wasserkefir. Alternativ geht natürlich auch Hefewasser und noch ein bisschen Milch. Die Veganer unter euch können diese natürlich auch mit Pflanzenmilch nehmen. Dann habe ich hier meine Teigpeitsche von Rammershofen direkt bereitgestellt, denn der Teig für meine Laugenknoten wird jetzt schön einmal durchgemixt. Und da kann es sein, je nachdem, welches Mehl ihr verwendet, dass hier unten vielleicht der Teig nicht ganz fertig ist. Zum Beispiel, wenn ihr auch Lievito Madre statt Sauerteig habt oder wenn ihr einen flüssigen Sauerteig verwendet. Das ist ja immer unterschiedlich. Dann fügt einfach noch mal ein bisschen Wasser, Milch oder Wasserkefir hinzu, so dass der Teig schön geschmeidig wird. So sollte er aussehen. Dann ist das Ganze schon fertig. Ich habe absichtlich kein Honig oder anderen Zucker hinzugefügt. Normalerweise kommt ja in ein Laugengebäck noch mal ein bisschen Zucker. Das lasse ich absichtlich weg. Es soll ein bisschen gesünder sein und durch den Vollkornsauerteig, seht ihr das, hat er auch noch mal ein bisschen Struktur und später dann auch mehr Biss. Der ganze Teig darf jetzt ruhen und aufgehen und dann fiel mir eine halbe Stunde später ein: „Ach Mensch, Butter wäre ja noch ganz gut.“ Ich wollte sie dann eigentlich per Hand einarbeiten. Hier seht ihr sie. Ihr könnt natürlich als Veganer auch vegane Butter verwenden. Jetzt ist es so, wenn der Teig quasi schon fertig geknetet ist und ihr die Butter dann mit Hand durchknetet, dass das ein bisschen länger dauert. Und da ich ja die KitchenAid habe, habe ich mir gedacht, Mensch, eine Küchenmaschine soll mir das Leben erleichtern und schöner machen. Also gebe ich den Teig jetzt da einfach noch rein. Da war noch die Schüssel drin mit dem Knethaken und zack, rein damit. Ganze noch mal eben durchkneten, so dass der Teig wieder schön geschmeidig ist. Nicht wundern, es kann sein, dass er zwischendurch reißt. Das ist ganz normal. Einfach geduldig so lange warten, bis der Teig wieder schön geschmeidig ist. So, und wer das genaue Rezept haben will, der schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video und dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich decke das Ganze jetzt hier mit einer Glasschüssel ab. Da hatte ich irgendwie keine Kraft in den Daumen, da muss hier der Daumenballen ran und lasst das Ganze schön aufgehen. Je nach Kraft von eurem Sauerteig oder Lievito Madre circa 3 bis 6 Stunden. Sollte es dann nicht aufgegangen sein, dann hat entweder euer Sauerteig nicht genügend Triebkraft oder es ist dem einfach zu kalt. Da kann ich empfehlen, das Ganze in einen Gärautomaten zu packen oder in den Backofen mit eingeschaltetem Licht. Das funktioniert bei uns auch immer, wenn es mal in der Küche ausnahmsweise mal kälter ist. Den Teig, den seht ihr hier, der ist ein bisschen weicher als sonst bei meinem Laugengebäck. Das findet ihr dann auch noch mal verlinkt auf meinem Kanal, falls ihr das sehen wollt. Abonniert gerne hier noch mal kurz kostenfrei. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich, wenn ihr meine Videos teilt, damit noch mehr erfahren, wie einfach, leicht und lecker man mit selbstgemachten Fermenten hier backen kann. Ich teile mir das Ganze hier in ungefähr gleich große Stücke. Ja, Emma, da hast du was falsch gemacht. Da muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren. Wer möchte, kann sich das Teigstück natürlich auch noch mal eben abwiegen und dann ganz genau einteilen.
Ich finde immer, das Backen sollte praktikabel sein, auch dass man neben Beruf und Familie alles unter einem Hut bringen kann, sofern man das denn möchte. Und ich habe das Ganze jetzt hier einmal rund geschliffen, nehme ganz, ganz wenig Mehl, habe das noch mal kurz 10 Minuten ruhen gelassen und ich habe euch ja schon Laugenstangen, Brezel und auch die Brezelhappen gezeigt, sogar ein Laugen-Osterhase war mit dabei. Und heute mache ich das ein bisschen anders bei den Laugenknoten. Und zwar rolle ich die aus. Ich habe jetzt wirklich fast kein Mehl auf der Arbeitsfläche, damit ich dann, wenn ich das Ganze einrolle, damit es besser klebt. Und dieses Einrollen sorgt für eine feinere Porung. Einfach zu so einem Strang und dann eben zur Seite stellen. Das macht ihr mit allen 8 Stücken. Ich habe jetzt hier bei meinem Teig übrigens Weizenmehl verwendet. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit Dinkel austauschen. Falls ihr Interesse habt, das Ganze in einer kompletten Vollkornvariante zu sehen, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Dann lasse ich mir natürlich auch gerne noch mal was einfallen. So, und auch hier einfach aus einer anderen Perspektive einfach umklappen und dann gegebenenfalls noch ein bisschen nach hinten ziehen und dann einfach rollen. Was ganz wichtig ist, wenn ihr Laugengebäck selber macht, ist einfach, dass ihr euch an die Ruhezeiten haltet. Also 10 Minuten, nachdem ihr die runden Brötchen geformt habt und dann hier noch mal 10 Minuten. Das dient dazu, dass sich diese Stangen noch mal entspannen können. Dadurch könnt ihr sie leichter formen. Dann finde ich, hält es noch mal besser später die Form, wenn ein kleines bisschen Mehl an den Stangen dran ist, aber wirklich nur ganz wenig. Und dann baut ihr hier so einen Kreis, habt dann ein längeres Ende und ein kürzeres Ende. Das längere geht hier durch die Öse, wird mit dem kleinen Stück einmal zusammengedrückt und darf sich erst einmal auf einer Backfolie auf dem Backblech ausruhen. Hier nochmal einfach so zusammendrücken und richtig schön fest, damit das dann später beim Backen nicht aufplatzt. So soll es sein. Das Ganze habe ich dann noch mal mindestens 60 Minuten ruhen lassen und bei meinem ersten Versuch hatte ich ein bisschen Zeitmangel und habe sie nur 20 Minuten ruhen lassen. Beziehungsweise ihr könnt es auch besser noch mal 60 bis 90 Minuten. Einfach nur, dass ihr da so 'n Richtwert habt, wie lange die Laugenknoten nach dem Formen noch mal ruhen sollten. Danach bereitet ihr das Ätznatron zu oder ihr könnt es natürlich auch, wie ich euch in den anderen Brezelvideos schon gezeigt habe, auch mit der harmlosen Natronlauge das machen. Das ist jetzt Ätznatron. Wichtig ist, dass ihr euch schützt. Ich habe hier jetzt Handschuhe, ich habe auch eine Schutzbrille noch mal eben drauf. So, und ich weiß nicht, ob ihr sehen konntet, dieser Laugenknoten, der ist richtig runtergesunken. Ich zeige euch das noch mal. Hier, zack. Und der schwimmt nicht oben. Das waren jetzt diese Laugenknoten, die ich nur für 20 Minuten habe noch mal in der Stückgare liegen lassen. Das heißt, wenn sie fertig geformt sind, bevor sie in den Backofen gehen, lasse ich den Teig immer noch mal ruhen, beziehungsweise das Gebäck. Und normalerweise reichen 30 bis 60 Minuten aus. Ich habe diese Laugenknoten nur 20 Minuten ruhen lassen, weil es einfach schon spät am Abend war und habe dann festgestellt, Mensch, die senken ganz schön runter. Schauen wir mal, was daraus wird. Also habe ich sie erstmal weiter bestreut. Ich habe mich hier einmal für geschälten Sesam entschieden und groben Meersalz. Das habe ich hier so in 2 separaten Schüsseln. Ihr könnt sie natürlich auch ohne Deko lassen, aber ich finde Salz und Sesam, das geht immer. Das gehört einfach irgendwie dazu. Und die Salz und Sesammenge könnt ihr natürlich auch noch mal selber bestimmen. So, und dann habe ich jetzt hier noch mal die Laugenknoten, die ich 90 Minuten lang habe in der Stückgare warten lassen. Die habe ich
mit der Oberseite nach unten in die Lauge getunkt und unabhängig von dem Behälter könnt ihr sehen, hier schwimmen sie oben. In der vorherigen blauen Schüssel sind sie ja wirklich auf den Boden gesunken. Also das hat nichts mit dem Gefäß zu tun. Und lasst sie ungefähr 10, 20 Sekunden in der Lauge drinne. Arbeitet vorsichtig. Das Tolle beim Ätznatron ist, dass wenn ihr das jetzt benutzt habt, sauber abwischen, zudecken, also wirklich mit einem gut schließbaren Gefäß und dann könnt ihr das wirklich mehrere Monate noch im Kühlschrank lagern. So, wichtig, Stückgare. Beachtet das und dann werdet ihr mit so einem schön fluffigen Ergebnis belohnt. Also bei uns kam sie richtig gut an. 'N Teil habe ich geschafft, mal einzufrieren für den Vorrat, denn so etwas wirklich zu Hause zu haben, jederzeit, das lohnt sich. Wenn ihr die eingefroren habt und essen wollt, wie alle Brötchen, die ihr selber backt, nehmt sie gefroren raus, 150 Grad Ober- und Unterhitze und dann mit Wasser ordentlich besprühen und circa 10 Minuten, dann habt ihr frisch aufgebackene Brötchen. Und schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die sind noch total heiß. Also ich versuche euch zu zeigen, wie fluffig die sind, aber ihr seht vielleicht den Dampf, der da aus den Brötchen noch rausströmt. Also wirklich Wahnsinn, wie heiß die sind, aber auch guck mal, wie fluffig und so lecker. Also alles, was ich nicht schnell genug eingefroren habe, ist direkt auch weggefuttert worden. So lecker, selbstgebackene Laugenknoten. Kann ich euch sehr ans Herz legen und ich freue mich schon auf eure Kommentare und wenn ihr das Ganze nachbackt. Wir sehen uns in diesen Videos wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.